Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz einfaches Rezept von mir für eine No-Bake Mandarinentorte. Solche Torten sind sehr beliebt bei uns in Finnland und ich habe schon eine Version von dieser Torte mit euch geteilt, mit Johannisbeeren. Aber weil es gerade Zitrussaison ist, wurde ich von diesen wunderschönen Zitrusfrüchten inspiriert und dachte, dass ich eine Mandarinenversion von dieser Torte machen möchte. Und die Torte ist mega fruchtig geworden, sehr leicht und es ist voller Geschmack, sehr lecker. Perfekt für den Wintersaison, aber auch perfekt für den Sommer, wenn man etwas Leichtes backen möchte. Und wenn du Mandarinen magst, wirst du diese Torte auch lieben. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für den Tortenboden brauchst du Kakaokekse oder Schokokekse und geschmolzene Butter. Als erstes werden wir die Kekse zerkleinern. Ich mache das in einem Gefrierbeutel mit einem Ausrollstab, aber du kannst die Kekse auch in einem Mixer zerkleinern. Wenn du die Kekse auch so wie ich hier in einem Gefrierbeutel zerkleinerst, dann die Kekse in den Gefrierbeutel geben und mit dem Ausrollstab so rollen, bis die Kekse ganz fein zerkleinert sind. Dann den Kekskrümel in eine Schüssel geben, das geschmolzene und abgekühlte Butter dazugeben und das Ganze mit den Händen gut vermischen, bis die ganze Kekskrümel gut mit dem Butter bedeckt ist. Und dann, so wie ich im Video zeige, testen und wenn der Kugel so den Form behält, dann heißt das, dass die Masse fertig ist. Dann die Schokokeksmasse in eine Backform geben, gut auf dem Boden verteilen und dann ganz schön festdrücken, um den Boden zu formen. Danach wird der Boden kurz kalt gestellt und in dieser Zeit werden wir den Füllung zubereiten. Für die Füllung Quark oder Frischkäse mit Zucker und Vanillezucker kurz vermischen, dann in einer separaten Schüssel die Schlagsahne steif schlagen und erst kurz zur Seite lassen. Danach die Gelatine vorbereiten, die Gelatineblätter mit kaltem Wasser bedecken und 5 Minuten einweichen lassen. In dieser Zeit werde ich noch die Schlagsahne zu meiner Cremefüllung geben und mit einem Spatel runterheben. Ich gebe die Schlagsahne in 2 Teilen dazu, so wird es etwas einfacher, die Schlagsahne mit dem Rest von Zutaten gut zu vermischen. Dann zum Schluss gebe ich noch die Mandarinensaft dazu. Den Mandarinensaft gebe ich auch nach und nach dazu bei ständigem Rühren, so dass alles gut vermischt wird. Jetzt die Gelatineblätter aus dem Wasser holen, das Wasser abgießen und die Gelatineblätter zurück in die Schüssel geben und danach in heißem Wasser schmelzen lassen. Ich gebe nur so viel Wasser dazu, bis die Gelatine komplett geschmolzen ist. Ich gebe das heiße Wasser nach und nach dazu und vermische es gut, bevor ich mehr heiße Wasser dazu gebe, so dass ich sehen kann, ob der Gelatine schon komplett geschmolzen ist. Wenn nicht, dann etwas mehr heißes Wasser dazugeben. Wenn das ganze Gelatine geschmolzen ist, da sollten keine Stücke mehr sein. Dann ist die Gelatine fertig. Jetzt etwas vom Creme nehmen und in die Gelatine geben, so wird die Gelatine auch etwas abkühlen. Dann das ganze Mischung nach und nach beim Rühren in das Creme geben und das Creme ganz schön durchrühren, so dass die Gelatine gut mit den ganzen Creme vermischt ist. Danach die Backform aus dem Kühlschrank holen und den Creme in die Backform gießen. Die Backform so leicht schütteln, so dass der Creme sich schön gleichmäßig verteilt und danach kalt stellen. Nach etwa 3 bis 4 Stunden sollte der Creme fest geworden sein. Hier zeige ich euch, wie es dann aussieht. Man sieht, dass es nicht mehr flüssig ist. Dann können wir mit den Mandarinen dekorieren. Die Mandarinen erst abtropfen lassen und dann, so wie ich hier im Video zeige, mit den Mandarinen dekorieren. Ich habe für die Torte Dosenmandarinen genommen, aber wenn du magst, kannst du auch frische Mandarinen nehmen. Nachdem die Torte mit Mandarinen dekoriert ist,
können wir auch die Gelee-Schicht vorbereiten. Dafür wieder Gelatine im kalten Wasser einweichen lassen, danach die Gelatine vom Wasser entfernen, die Wasser abgießen und die Gelatineblätter mit heißem Wasser schmelzen. Hier auch genauso wie davor, nur so viel heißes Wasser dazugeben, bis die Gelatine komplett geschmolzen ist. Dann etwas vom Mandarinensaft in die Gelatinemischung geben, kurz vermischen und danach das ganze Mix in die Mandarinensaft geben, kurz ordentlich verrühren und dann auf die Torte gießen. Ich habe die Mandarinensaft mit Hilfe von einem Löffel auf die Torte verteilt, weil ich habe gemerkt, dass sonst die Mandarinenstückchen sich etwas bewegen. Wenn man das so mit dem Löffel macht, verteilt sich die Flüssigkeit etwas und die Mandarinenstückchen bleiben da, wo die sind. Nachdem du den Saft auf die Torte verteilt hast, die Torte wieder für 3 bis 4 Stunden kalt stellen. Jetzt ist auch die Saftschicht schön fest geworden und ich werde meine Torte auf einen Tortenteller geben. Hier erst den Rand befreien und wenn du auch so eine Backform verwendet hast, dann an dieser Schlussteil ganz vorsichtig erst den Spatel hochheben. Danach die Backform vorsichtig öffnen und hochheben. Wenn du merkst, dass die Seiten so nicht ganz ordentlich geblieben sind, dann kannst du noch mit dem Spatel etwas die Seiten schön glatt machen. So sieht die fertige Torte aus. Sie ist wirklich wunderschön geworden. Und ich wollte dir noch ein kleines Tipp geben. Die Torte am besten mit einem heißen Messer anschneiden. Dann kriegst du schöne, saubere Stücke. Lass es dir schmecken. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Mandarinentortenrezept gefallen. In Finnland sind solche Torten sehr beliebt und es gibt die in vielen verschiedenen Varianten. Man kann die mit vielen verschiedenen Früchten und Beeren machen. Die sind immer sehr leicht und fruchtig. Und ich habe auch schon eine Variante von dieser Torte gemacht und mit euch geteilt für eine Johannisbeerentorte und den Rezept werde ich für euch hier verlinken. Wenn du fruchtige und leichte Torte magst, dann wird dir diese Torte bestimmt auch schmecken. Und vor allem, wenn du Zitrusfrüchte und Mandarinen magst. Test es aus und lass mir unten einen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat. Wenn dir mein ganz einfaches Mandarinentortenrezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.